Heute geht es um etwas ganz Grundlegendes und zwar die Grundhaltung. Wie genau hält man das Instrument eigentlich am besten? Ich zeige euch heute die wichtigsten Punkte, die man bei der Grundhaltung beachten sollte und mache euch auch auf die wichtigsten kleinen Fehler aufmerksam, die einem dabei unterlaufen können. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin Sugunjun von der Shamisen-Zentrale und ich mache für euch regelmäßig Videos über Shamisen. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und drückt am besten gleich das kleine Glöckchen, dann werdet ihr informiert, wenn es was Neues gibt. Grundsätzlich ist alles, was irgendwie funktioniert, schon mal besser als gar nicht zu spielen, aber wenn man das Instrument sicher halten kann und die Winkel einigermaßen richtig hat, dann ist es leichter zu spielen und macht dann natürlich auch mehr Spaß. Also lohnt es sich, sich ein bisschen anzuschauen, wie die eigene Grundhaltung eigentlich so aussieht und was man vielleicht dran verbessern könnte. Eine gute Grundhaltung wirkt sich positiv auf alle anderen Aspekte des Spiels aus und deswegen widme ich dieses Video diesem sehr wichtigen Thema. Da ich selber im Tsugaru-Stil spiele, zeige ich euch, wie man das Instrument als Tsugaru-Shamisen-Spieler hält. Wenn man im Tsugaru-Stil spielt, dann hält man das Instrument sehr nah am Körper dran. So sieht eine gute Grundhaltung aus. Entspannt, symmetrisch, nichts wackelt. Sieht ja erstmal ganz einfach aus, ne? Am Ende soll es sich auch genauso einfach anfühlen, wie es hier aussieht. Lasst uns jetzt gemeinsam Schritt für Schritt eine gute Grundhaltung aufbauen. Am Ende soll es so aussehen, dass der Bachi-Arm das Instrument fixiert, also den Do festklemmt, sanft, und die Sago-Hand hat keinerlei Verantwortung dafür, wie das Instrument auf dem Körper ruht. Wenn ihr das so hinkriegt, dann wird sich auch eure Schulter freuen, weil die dann schön entspannen kann. Wenn ihr es schafft, den Korpus richtig mit dem Unterarm zu arretieren, dann wird sich das auch auf den Bachi-Schlag auswirken. Und zwar insofern, dass euer Bewegungsradius im Arm enorm eingeschränkt wird. Und das ist in diesem Fall etwas Gutes. Man kann ein bisschen sich hin und her bewegen mit dem Arm. Da rollt man mehr oder weniger über die Haut des Unterarms. Aber mehr tut sich dann nicht. Und das reicht auch völlig. Dadurch weiß eure Bachi-Hand dann ganz genau, wo sie ist und wie sie von A nach B kommt und wieder zurück. Tsugaru Shamisen spielt man normalerweise auf einem Stuhl und normalerweise nicht auf dem Boden in Seiza. Wenn ihr eine Rückenlehne habt, würde ich euch davon abraten, sie zu nutzen, denn wenn ihr euch anlehnt, dann sackt der ganze Körper meistens ein kleines bisschen zusammen und das macht es am Ende schwieriger, die Saiten zu treffen und auch die Tonhöhen werden dann meistens nicht ganz so klar getroffen. Schnappt euch also einen Stuhl oder Hocker oder ein Bänkchen und setzt euch schön drauf, Füße auf den Boden und die Knie sollten ungefähr rechtwinklig sein. Es gibt 3 Druckpunkte, mit denen ihr die Shamisen für den Tsugaru-Stil festhaltet. Und zwar ist der erste am Oberschenkel, der zweite an den Rippenbögen und der dritte am Unterarm. Fangen wir mit der Platzierung des Korpus auf dem Oberschenkel an. Grundsätzlich soll die untere Ecke des Korpus ein bisschen außerhalb der Mitte eures Schenkels platziert sein. Ja? Also auf gar keinen Fall nach innen in den Schoß setzen, aber auch nicht direkt in der Mitte auf der Ecke balancieren, sondern schiebt einfach das ganze Instrument ein kleines Stückchen nach außen. Wer von euch eine Gummimatte drunter hat, dem wird das relativ leicht fallen, aber es geht auch ohne Gummimatte, obwohl das Holz am Korpus besonders glatt ist, kann man es auch so halten. Sonst legt euch irgendwas Rutschfestes drunter, wie zum Beispiel eine kleine Gummimatte oder ein Stück Moosgummi oder ein Stück Leder. Und dann wird das Instrument so ein kleines bisschen stoppen und ihr könnt ein bisschen entspannter an die Sache gehen. Wo genau ihr den Korpus platziert, das hängt von eurer eigenen Körpergröße und von der Korpusgröße eures Instruments ab. Wenn ihr zum Beispiel besonders groß seid und der Korpus ist besonders klein,
dann solltet ihr das Instrument möglichst weit nach außen schieben, also ans äußere Ende eures Oberschenkels, damit ihr Platz habt. Am Ende wollt ihr entspannt da sitzen und euch nicht so zusammenfalten müssen, aber auch nicht euch nach dem Instrument strecken. Je größer ihr seid, desto weiter kann das Instrument also nach außen wandern. Den richtigen Punkt habt ihr gefunden, wenn ihr euch weder nach außen lehnen müsst, noch den Arm an euch ranziehen müsst, sondern wenn der Arm einfach nur ganz locker abgelegt werden kann. Dann ist gut. Achtet als nächstes darauf, dass der Hals eures Instruments nicht zu weit absackt. Er sollte ungefähr 45 Grad haben. Also 45 Grad zur Körpermitte und auch 45 Grad zum Boden. Wie gesagt, das Instrument wird für Zugangsstil relativ nah am Körper platziert. Aber nicht komplett an den Bauch ranziehen, sondern ungefähr eine Faust breit Platz lassen zwischen Rippenbogen und Korpus. Achtet darauf, dass ihr schön gerade und aufrecht sitzt, sonst ist es ein bisschen irreführend, wie weit ihr eigentlich von dem Instrument entfernt seid. Das letzte Stückchen kippen wir das Instrument zu uns. Das heißt, es ist insgesamt zu uns geneigt. Wenn wir einfach mit geradem Rücken einmal runter gucken, dann sollten wir die Haut sehen können. Jetzt kommt der heikelste Teil, der Arm. Die Platzierung des Arms war für mich persönlich die schwierigste Sache am Anfang. Ich habe nicht direkt verstanden, wo der Arm hin muss, beziehungsweise habe ich mich danach gesehnt, dass mir jemand sagt, wo genau welcher Teil des Arms auf welchen Teil des Korpus kommt. Ich habe leider keine Antwort gekriegt und das liegt daran, dass es eben davon abhängt, wie lang euer Arm ist, wie groß der Korpus ist, wo ihr das Ding genau platziert. Wurde mir leider nicht so gesagt, sondern für mich war es einfach nur die komplette Verwirrung und ich musste lange ausprobieren. Hat aber am Ende zum Glück alles geklappt, wie ihr seht. Und ihr schafft das auf jeden Fall auch. Aber ich gebe euch noch ein paar hilfreiche Tipps, die es hoffentlich für euch ein bisschen leichter machen. Den Unterarm legt ihr jetzt erstmal auf der äußeren Hälfte des Do ab. Und versucht ihn da einfach so zu halten, wie er ganz bequem an eurem Körper dranhängt. Also nicht nach vorne schieben, nicht nach hinten ziehen, sondern erstmal einfach nur ablegen. Ganz natürlich. Dann gebt ihr ein bisschen Druck drauf, aber nicht so sehr, dass ihr irgendwie merkt, dass es angespannt ist oder dass ihr denkt, dass ihr richtig runterdrücken müsst, sondern nur so wie auf einer Armnähte oder als würdet ihr ein Buch unterm Arm festklemmen. Ja, also sachter Druck. Das Instrument ist nun zwischen den 3 Punkten Oberschenkel, Rippenbogen und Unterarm relativ fest eingeklemmt. Der Test kommt jetzt. Lasst die linke Hand los und wenn das Instrument so bleibt, ist alles perfekt. Wenn es rutscht, müsst ihr noch irgendwas ändern. Wenn das Instrument wegrutscht, kann das so aussehen oder auch so. Wenn das Instrument so lang runterflutscht, dann kann es sein, dass ihr den Arm zu sehr auf die obere Kante des Do legt. Wenn ihr das Instrument schön an euch rangekippt habt und euren Arm einfach nur runterlasst, dann landet er eigentlich automatisch auf der Kante. Aber man will ja alles richtig machen und dann zieht man irgendwie manchmal den Arm zurück und dann landet der Unterarm schön auf dem schönen großen Dokake, dass er so viel Platz bietet, um seinen Arm drauf abzulegen. Bei anderen Stilen ist es auch so, dass der Arm tatsächlich komplett oben aufliegt. Für Tsugaru Shamisen leider nicht. Ich habe herausgefunden, dass der Druckpunkt am Do eigentlich an der vorderen Kante ist. Schaut mal, wenn ich oben drauf drücke, dann kann ich auch mit der ganzen Hand festhalten und trotzdem rutscht das Instrument einfach runter. Das hat nichts damit zu tun, wie glatt das Do-Kake ist, sondern es ist einfach nur ungünstig. Der Hals ist schwer und das Ding flutscht einfach runter. Wenn ich allerdings hier vorne drücke, an diesem einen Punkt, der kann auch ein bisschen weiter links oder rechts sein, aber das Wichtige ist, dass es die Kante ist. Dann reicht es mit einem Finger festzuhalten und ich muss nicht sehr doll drücken und das Instrument bleibt einfach magisch so, wie es ist. Und zwar nicht etwa, weil es auf der Kante genau balanciert, also
auf der Ecke des Do, sondern man drückt an diesem Punkt gleichzeitig schräg in sich rein und auch runter. Und das scheint das Geheimnis zu sein. Achtet auch darauf, dass das Instrument nicht zu frontal an euch dran klebt. Wenn der Hals sehr nah an eurem Körper ist, dann macht es das auch schwieriger, das Instrument richtig festzuklemmen. Schiebt also den Hals ungefähr 45 Grad von euch weg, plopp, und dann kann es sein, dass es schon sehr viel einfacher ist, das Instrument kontrolliert festzuhalten. Wenn ihr das Instrument richtig haltet, dann sollte der Korpus nicht ganz gerade nach vorne schauen, sondern tatsächlich ein bisschen geneigt sein. Sowohl da lang geneigt, als auch so lang. Ja? Wundert euch nicht, wenn es nicht beim allerersten Mal klappt oder wenn es beim ersten Mal klappt und beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal nicht. Man muss die richtige Balance zwischen Anspannen und Entspannen und Loslassen finden und das wird euch noch ganz oft beim Shamisen begegnen. Also gewöhnt euch schon mal dran. Denkt an eure 3 Checkpunkte, macht es und dann, wenn es nicht klappt, wisst ihr, irgendwas ist falsch und dann könnt ihr irgendwas ändern. Am besten systematisch ändern, weil wenn ihr dann alles ändert, dann wisst ihr nicht, was am Ende vielleicht geholfen hat und was vielleicht falsch war. Also versucht einfach dann vielleicht irgendwie das Instrument weiter nach außen zu schieben oder vielleicht ein bisschen weiter zu neigen in die Richtung, also den Hals ein bisschen weiter wegzuschieben. Dann dreht sich das Instrument automatisch ein kleines bisschen um euren Rippenbogen rum und vielleicht sitzt es da schon viel besser. Oder aber es ist vielleicht euer Unterarm. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist normalerweise nicht der Druck des Unterarms, der zum Verderben führt. Wenn ihr alles tut und macht und es klappt trotzdem nicht, dann gibt es ein paar Sachen, die vielleicht dran schuld sein könnten, die gar nichts mit eurer Haltung zu tun haben. Nummer 1, rutschige Kleidung. Wenn ihr einen kuscheligen Wollpulli habt und ein sehr glattes Dukake, dann kann man es eigentlich schon festhalten, aber wenn man es noch nicht gewöhnt ist, dann kann es etwas schwieriger sein, in die richtige Haltung reinzukommen. Also schiebt einfach euren Ärmel hoch und dann ist es vielleicht schon einfacher. Wenn euer Do unten an der Kante nackt ist, dann kann es sein, dass diese glatte Kante es euch unnötig etwas schwerer macht, als es ist. Es funktioniert auch mit einem ganz glatten Do, aber es ist sehr viel einfacher, wenn man sich eine kleine Gummimatte drunter klebt oder auch nur drunter legt, die gibt es auch ohne Kleber, oder auch irgendwas anderes nimmt, was ein bisschen das Rutschen minimiert. Also ein Stück Leder zum Beispiel, Moosgummi, irgendein Stück Gummi, was ihr rumliegen habt, irgendwas, was rutschfest ist. Ganz wichtig, am Ende sollte die Haltung entspannt sein. Es ist nicht so einfach am Anfang, vor allem wenn man sich Sorgen macht, dass das Instrument auf den Boden knallen und zerschellen könnte. Aber ihr habt ja noch die andere Hand, die den Hals dann einfach auffängt. Ja? So macht euch keine Sorgen, die andere Hand ist da, die wird auch reagieren. Das Instrument wird nicht runterfallen. Ja? Einfach sanft probieren, möglichst entspannt, nicht zu doll drücken. Und wenn es nicht klappt, dann ist es eben so, einige Tage sind einfacher als andere. Am Anfang ist alles neu, aber es wird besser und ihr müsst es einfach immer wieder ausprobieren und ich bin mir sicher, dass ihr das schafft. Ich hoffe, das Video hilft euch, das Instrument sicher und entspannt zu halten und dann noch mehr Freude am Spiel zu haben. Also lasst mich wissen, wie es euch damit ergeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht, ich freue mich auf jeden Fall. Und wenn ihr ein sehr hartnäckiger Fall seid und wirklich gar nichts klappt, dann schreibt mir auch und schickt mir vielleicht ein Foto oder ein kurzes Video davon, wie ihr euer Instrument aufsetzt und vielleicht kann ich irgendwas erkennen, was man ändern kann. Also dann, keine Scheu, ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.